Heute geht es auf die längste schwarze Piste der Welt, auf die Sarenne in den französischen Alpen im Skigebiet Alpe d'Huez. Ob die Piste wirklich so anspruchsvoll und lang ist, das seht ihr in diesem Video, also Film ab! Oha, dieser Renn. Viel habe ich über diese legendäre Skiabfahrt schon gehört. 16 Kilometer soll sie lang sein und 1800 Höhenmeter tief. Doch ist das wirklich so? Das wollen wir im heutigen Video überprüfen und messen die Skipiste nach. Los geht's! Angekommen am höchsten Punkt des Skigebiets hier oben auf 3330 Metern am Pic Blanc. Und von hier habt ihr einen richtig starken Ausblick. Und hier auf der Seite runter führt auch noch eine richtig steile Piste, nämlich die Le Tunnel Abfahrt. Und diese Abfahrt soll die anspruchsvollste im Gebiet sein. Und jetzt starten wir durch auf die längste schwarze Piste der Welt. Go! Und jetzt nichts wie auf und das hier direkt auf dieser steilen und auch engen Stelle. Da tun sich einige schwer direkt in den Buckeln. Sarenne! Ihr habt es gesehen, ein erstes steiles Stück, was wir da hinter uns gebracht haben. Zunächst einmal schmal, dann wurde es breiter wie in einem Kanonenrohr in einem Kessel. Und da konnte man vor allen Dingen die schönen langgezogenen Schwünge fahren und schön tief gehen. Das hat schon Spaß gemacht. Doch erstmal die Frage, wo sind wir hier überhaupt? Wir sind in den französischen Alpen unterwegs, genauer gesagt im Skigebiet Alpe d'Huez. Ihr wisst es aus der Tour de France, eine der krassesten Bergetappen, die es gibt. In Summe reden wir hier über 250 Pistenkilometer verteilt auf 70 Lifte und Bahnen und dabei habt ihr eine Höhenlage, die sich von 1860, also 1860 Metern im Tal, da werden die Löwenfans stolz drauf sein, bis hinauf auf 3330 Meter oben am Pic Blanc, wo wir gerade eben standen. Und das Skigebiet wird auch, wie wir heute merken, mit Recht Insel der Sonne genannt. Es ist gerade sonnig, schön, guter Schnee, also nichts wie auf, die Sarenne wollen wir weiter erleben. Fahrtwind! Da wird einem wieder kälter beim Wind. Oh ja, gut. Mega. Das war jetzt ein kleiner Teil der Sarenne, der durch eine Buckelpiste führt. Circa 100 Höhenmeter, die ihr verliert. Und da ist anspruchsvolles Skifahren angesagt, denn es ist unpräpariert und steil. Und hier wird es wieder breit. In diesem Stück hier wurde es jetzt bucklig. Durch die Südwestausrichtung der Piste habt ihr die Sonne voll draufstehen und da ergeben sich über die Höhenmeter, die wir fahren, ganz andere Schneeverhältnisse. Oben wirklich feste Fläche, da konnte man richtig schön reingehen. Hier wird es jetzt schon weicher und unten raus, bin ich mir ziemlich sicher, wird es ein bisschen slushy. Also ganz verschiedene Verhältnisse, auf die ihr euch einstellen müsst. Da ist eine All-Mountain-Skiwahl auf jeden Fall gut. Ich bin mal gespannt, wie anspruchsvoll es unten noch wird. Weiter geht's. Bisschen außer Atem, insbesondere wegen des Schnees, und das ist bei einigen so. Hier in den Kurven stehen auch immer wieder Leute, machen Pause, oder es gibt auch verschiedene Bänke und Tische, wo wirklich Menschen ihr Baguette, ihren Käse auspacken. Lange Abfahrt, da ist was von einem gefordert, da darf es auch mal eine Pause sein.
Eieieiei. Habt ihr das gesehen? Da wurde es richtig schwer vom Schnee her und auch von den Buckeln. Wanna ski some bumps? I'll take you for some bump skiing. Da waren wir auf jeden Fall ordentlich drin. Und ab hier heißt es ein bisschen Schwung nehmen, auch wenn das Langsam-Schild unten drin steht. Wenn ihr es gut einschätzen könnt, nehmt Schwung, denn da unten startet wirklich ein ganz langer Zielweg. Auf geht's. Und dann ziehen wir das Fazit. Durch ein schönes Tal auf jeden Fall. Wir sehen euch gleich am Ende wieder. Und nahezu am Ende des Ziehwegs angekommen. Ihr könnt euch das so vorstellen, der Ziehweg, der war jetzt hier schon ein Stück raus. Jetzt geht hier ein Lift hoch, wo ihr auch wieder ins Skigebiet kommt. Oder ihr zieht hier noch seitlich links vorbei, weiter nach Alpe d'Huez. Und was Fakt ist, diese Ziehwege, die zählen ja nun nicht mehr wirklich zur schwarzen Piste mit dazu. Hier kann man auch wieder von anderen Stellen dazu kommen. Wir haben gerade auf der Tracking-Uhr, übrigens getrackt mit einer Suunto-Uhr, haben wir nachgeschaut. Es ist in Summe so, dass wir schon über 1800 Höhenmeter reden, die wir hier verloren haben, aber eben auf 9 Kilometern Strecke und das eben auch bis hierhin. Das heißt, das Ende von so circa 1,5 bis 2 Kilometer Ziehweg war auch mit dabei bei der Sarenne. Egal wie es ist, egal wie lang diese Piste ist, schlussendlich ist sie eine sehr abwechslungsreiche Abfahrt, die eher moderat steil ist. Also ich denke, ein gut fortgeschrittener Skifahrer, der ja sich schon mal auf steileren roten Pisten gut trainiert hat und vielleicht mal erste schwarze Pisten gewagt hat, kommt diese Sarenne-Piste super runter. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier aus Frankreich gefallen. Mal ein anderes Format. Ich danke Bastian, der hinter der Kamera war, der dann auch schlussendlich das Tracking und die Filmarbeiten übernommen hat. Ganz herzlichen Dank und wir sehen uns im nächsten Video wieder, was hier verlinkt ist.